Liebe Athletinnen, liebe Athleten, wir begrüßen euch herzlich hier vom wunderschönen Stubenbergsee. Wir, das sind Christoph Schlagbauer, heuer erstmals beauftragt mit der Rennleitung beim Omnibiotik Apfelland Triathlon. Und Philipp Kadlik, Leitung vom Omnibiotik Power Team und heuer erstmals gesamtverantwortlich für den Omnibiotik Apfelland Triathlon. Wir werden euch jetzt, vor allem Christoph in seiner Rolle als Renndirektor, in der nächsten halben Stunde die Details zum Rennen erzählen. Wir haben ja heuer unser 5-jähriges Jubiläum. In Summe findet der Triathlon bereits das 20. Mal statt, aber das 5. Jahr dürfen wir die Veranstaltung organisieren. Und alles, was die Details zum Rennen anbelangt, wird euch jetzt Christoph in der nächsten halben Stunde erzählen. Genau, und ihr habt ja immer wieder schon mal Nachrichten über Social Media und E-Mail von uns bekommen und da habt ihr sicher schon mitbekommen, dass wir heuer erstmals auch eine neue Radstrecke wieder haben. In den letzten 5 Jahren mehr oder weniger gezwungenermaßen. Die alte Strecke wurde nicht genehmigt, weil wir das Ganze mit einer Totalsperre umzusetzen haben. Das hat für euch als Athleten den großen Vorteil, dass ihr wirklich auf einer neuen Strecke, die so richtig zum Racen, zum Rennen einlädt, auf einer total gesperrten Straße euer Rennen bestreiten dürft. Und für uns waren es natürlich schweißtreibende letzte Wochen und letzte Monate, damit ihr die am Wochenende auch eure schweißtreibenden Momente auf dieser Strecke erleben dürft. Hier noch die wichtigsten Dinge und Regeln, die es hier im Hintergrund dann für euch zu bewältigen gibt, damit ihr auch auf diese tolle Finishline kommt. Damit gehen wir nun in Medias Res, was das Race Briefing des heurigen Omnibiotik Apfelland Triathlons 2025 betrifft. Und da wollen wir mit den wichtigsten Informationen beginnen, die auch teilweise neu sind. Das heißt, falls einmal die Aufmerksamkeit abdriftet, diese Folie, die müsst ihr wissen. Und dazu würde ich euch einmal bitten, den Haftungsausschluss, sofern ihr das nicht schon gemacht habt, auszufüllen. Ihr habt den Link via E-Mail bekommen und zur Startnummernausgabe persönlich mit Lichtbildausweis zu kommen. Das heißt, ihr dürft die Startnummer nicht für jemand anderes mitnehmen und bei den Staffeln bitte auch ein Staffelteilnehmer persönlich mit Lichtbildausweis zur Startnummernausgabe kommen. Im gesamten Rennen gilt die Sportordnung des österreichischen Triathlonverbands. Ganz, ganz wichtig. Diese solltet ihr auch kennen. Das heißt, es gibt auf der Seite des österreichischen Triathlonverbands die Sportordnung zum Download und die sollte man sich als Triathlet durchaus einmal zu Gemüte geführt haben, wenn man das noch nicht gemacht hat. Der Hinweis, dass alle Straßen gesperrt sind, das habt ihr schon gehört. Trotzdem gilt zu beachten, dass nicht nur wegen des Rennens, aber vor allem auch wegen des Rennens per se die StVO gilt. Das heißt, Rechtsfahrgebot auf jeden Fall einhalten. Wichtig ist, dass auch jederzeit mit Verkehr zu rechnen ist. Es kann ja immer wieder passieren, dass auch bei unseren sehr, sehr, sehr gut gesperrten Straßen jemand hineinfährt. Oder natürlich habt ihr auch jederzeit mit Einsatzfahrzeugen zu rechnen. Diese können immer und überall auf der Strecke auftauchen und haben immer Vorrang. Das heißt, ihr habt niemals gegenüber dem Roten Kreuz, der Polizei oder der Feuerwehr oder sei es auch sonstigen Einsatzorganisationen, die noch auftauchen, einen Vorrang. Ein wichtiges Thema, vor allem auch aufgrund der Pendelstrecke, ist das Überfahren der Mittellinie. Die ist absolutes Sperrgebiet. Es gibt keinen Grund, die Mittellinie zu umfahren, wenn ihr nicht von einem Sicherheitsbeamten rundherum gelotst werdet. Also es gibt absolutes Überfahrverbot der Mittellinie. Das führt zu einer sofortigen Disqualifikation. Also beachtet das auch bei Fahrfehlern, dass da nicht die Mittellinie überfahren werden darf. Auch ein Überholen in zweiter Reihe ist behördlich untersagt. Das heißt, wenn ein Überholmanöver stattfindet, dürft ihr nicht zusätzlich noch überholen. Genaueres zum Thema Überholen kommt dann zu einem späteren Punkt in dieser Folie noch. Dazu ist natürlich auch die Nummer jederzeit sichtbar zu tragen. Wenn ihr vom ÖTV-Wettkampfrichter eine Strafe kriegt, könnt ihr das Rennen trotzdem fortsetzen und am Schluss Protest einlegen. Solltet ihr eine Strafe absitzen, die ihr bekommt, gilt diese als akzeptiert. Solltet ihr jedoch von der Sicherheitsbehörde oder ihren Organen wegen erheblicher Vorschriftswidrigkeiten eine Beanstandung bekommen, dann werdet ihr definitiv aus dem Bewerb ausgeschlossen. Also da müsst ihr aber schon natürlich Gröberes betreiben, aber es ist im Prinzip, die Sicherheitsbehörde hat immer recht in dem Fall. Also es gilt die StVO, wenn sie sagen, ihr habt was falsch gemacht, dann gilt das. Wichtig ist auch der Hinweis der Straßenerhalter, die übernehmen keinen Gewähr für den Zustand, die Beschaffenheit oder die Eignung der Straße samt deren Nebenanlagen und Einrichtungen zur Regelung der Sicherung des Verkehrs, das ist rausbringen. Und auch eine ähnliche Haftung in dieser Art und Weise.
Damit kommen wir aber zum strukturierten Race Briefing von Beginn an und das beginnt mit der Anreise an den See und da ist vor allem der Samstag ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die Anfahrt über die Seestraße und an den Parkplatz für unsere Teilnehmer ist am Samstag von 7:40 Uhr bis 12 Uhr gesperrt. Das betrifft vor allem vielleicht sehr, sehr spät ankommende bei der olympischen Distanz. Ihr werdet später hören, dass das Einchecken der olympischen Distanz bis 8 Uhr möglich ist. Ihr solltet aber trotzdem, auch wenn ihr um kurz vor 8 anreist, beachten, dass die Straße und der Athletenparkplatz da dann nicht mehr zu befahren ist. Also um 7:40 Uhr müsst ihr am Athletenparkplatz sein, ansonsten ist die Straße ausnahmslos gesperrt und ihr kommt da nicht mehr rein. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht an den See anreisen könnt. Das Ganze muss dann über Süden, über die Neuwaldstraße erfolgen. Das ist dort, wo die vergangenen Teilnehmer der letzten Jahre schon wissen, wo wir mal mit dem Rad rausgefahren sind. Da könnt ihr jederzeit anfahren und an den kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätzen euer Auto abstellen. Die Sprintdistanz, da ist dann wichtig, dass die auch bis 12 Uhr nicht ausfahren können. Das heißt, wenn ihr wisst, dass ihr vor 12 Uhr das Renngelände verlassen wollt, dann müsstet ihr auch auf dem öffentlichen Parkplatz stehen. Der ist auch in der Früh schon über beide Seiten erreichbar, ab 7:40 Uhr wieder nur über Süden. Das heißt, wenn ihr da früher weg wollt, bitte unbedingt den Parkplatz benutzen. Ebenso gilt das Gleiche für den VIP-Parkplatz, der auch am Teilnehmerparkplatz ist. Insgesamt würde ich euren Angehörigen und allen Zuschauern, die für euch kommen, bitten, dass sie den öffentlichen Parkplatz nutzen. Wir haben einen Athletenparkplatz, der ist sehr groß, aber wenn dann auch alle Zuschauer, die so an den See kommen, dort parken, wird es dann doch sehr eng. Das Eventgelände selbst besteht für euch eben zuerst aus dem Teilnehmerparkplatz. Der Sonntag ist dieser für euch Teilnehmer natürlich auch von 7 bis 12 Uhr gesperrt. Das wird euch weniger treffen, da ja um 7 Uhr schon der Start ist und um 12 Uhr zwar wahrscheinlich schon einige Athleten im Ziel sind, aber ihr wahrscheinlich noch nicht ausfahren werdet. Und auch hier zu sehen der kostenpflichtige Parkplatz, der über die Radstrecke angefahren werden kann. Und wir haben natürlich, wie ihr sicher auf unserer Homepage und dem Racebooklet schon gesehen habt, eine tolle Expo mit tollen Ausstellern. Direkt daneben ist die Anmeldung und die Omnibiotic World sowie unsere großartige Finishline und einiges an Gastroangebot. Wenn ihr dann zur Startnummernabholung kommt, könnt ihr das zu bestimmten Zeiten machen. Am Freitag ist das von 14 bis 17 Uhr möglich. Das gilt für alle Triathlon-Distanzen und natürlich unser Open Water Schwimmen, das am Freitag um 17:30 Uhr startet. Da könnt ihr euch auch noch anmelden, falls ihr spontan starten wollt. Die Triathlon-Distanzen sind ja schon seit Wochen ausverkauft. Für Sprinter, Olympisch, Mitteldistanz und auch schon unseren tollen Kids-Aquathlon könnt ihr von 6 bis 9:30 Uhr am Samstag die Startnummern abholen. Ganz, ganz wichtig, Sprint und Olympisch, wenn ihr anreist, die Startnummern auch rechtzeitig abzuholen. Das Check-in bei Olympisch ist ja auch nur bis 8 Uhr möglich. Werdet ihr dann aber später sehen. Das extra Bodymarking und die extra Startnummernabholung für die Kids ist von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr an diesem Tag. Und auch für die Mitteldistanz könnt ihr dann am Abend nochmal die Startnummer abholen, auch für unser abendliches Check-in, das ich euch dann ankündigen werde, von 14:30 Uhr bis 18 Uhr. Sonntag wirklich nur dann, wenn es gar nicht anders geht, könnt ihr von 5 bis 6 Uhr noch die Startnummer abholen, aber denkt dran, 7 Uhr ist Start und das Ganze klingt schon sehr, sehr stressig, auch nicht nur für euch, sondern natürlich auch für uns, wenn da eine große Anzahl von Athleten die Startnummern abholen kommen würde. Wichtig noch einmal zur Wiederholung der ersten Folie, amtlicher Lichtbildausweis und nur persönlich kann die Startnummer abgeholt werden. Ihr braucht eine Triathlon-Jahreslizenz oder ihr habt ja bei der Anmeldung schon eine Tageslizenz gelöst und ein online bereits ausgefüllter Haftungsausschluss wäre toll, dann müsst ihr das nicht direkt bei der Startnummernausgabe machen und haltet dann sozusagen den Betrieb auf. Wenn ihr die Startnummernausgabe sozusagen erfolgreich bewältigt habt, habt ihr dann einen Goodiebag vom Omnibiotic Power Team in der Hand. Eine Startnummer, die ihr dann für Check-in, Check-out und das gesamte Rennen benötigt. Beim Schwimmen braucht ihr die nicht, das werden wir dann noch sagen. Ihr habt auf dem Arm ein Athletenband, das auch beim Check-in und Check-out und dem gesamten Rennen zu tragen ist, ebenso wie eine Badekappe, die während dem Schwimmen verpflichtend zu tragen ist. Die Mitteldistanz bekommt dann 3 Wechselbeutel, wovon 2 natürlich echte Wechselbeutel für Bike and Run sind und ein
Streetwear-Bag. Das Sticker-Set bekommt ihr da auch. Ihr bekommt da jeweils einen Sticker für den Helm, Vorderseite, Fahrrad, Sattelstütze und alle Wechselbeutel und Streetwear-Beutel. Ebenso drinnen ist der Timing-Chip. Und sollte auf der Sprint- und der olympischen Distanz jemand einen Streetwear-Bag brauchen, können diese optional mitgenommen werden. Wenn jemand noch nichts vom Streetwear-Bag gehört hat, das ist ein Beutel, den ihr bekommt und dann abgeben könnt bei uns und nach dem Zieleinlauf wieder bekommt, kommt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal kurz. Wie schaut das Zeitplan oder der Zeitplan des Check-ins aus? Ihr könnt vor euren jeweiligen Rennen direkt einchecken. Bei der Sprintdistanz ist das Ganze von 6 bis 7:30 Uhr. Bei der olympischen Distanz von 6 bis 8 Uhr. Und die Mitteldistanz hat 2 Check-in-Zeiten, ebenso am Samstag von 16 bis 18:30 Uhr und in der Früh die wahrscheinlich eher stressige Variante von 5:30 Uhr bis 6:45 Uhr. Auch alle Teilnehmer, die von 16 bis 18:30 Uhr am Samstag schon einchecken, können am Sonntag noch einmal von 5:30 Uhr bis 6:45 Uhr an ihr Rad und dort zum Beispiel Verpflegung ans Rad bringen. Bitte beachtet aber, dass ihr alles rechtzeitig erledigt und beachtet eure Startzeiten. Wichtig ist, dass auch genau jene Eincheckzeiten für die Staffeln gelten. Wir wissen, dass das kompliziert ist, aber seitens der Wettkampfrichter ist das ganze Prozedere so auch einfacher und korrekter. Ihr müsst eure Räder zu diesen Zeiten einchecken und diese bleiben dann in der Wechselzone und ihr seht diese dann erst, wenn der Schwimmer wieder aus dem Wasser kommt. Das heißt, ihr habt sozusagen vom Zeitraum Check-in bis zu eurer Staffelübergabe das Rad nicht in der Hand. Was solltet ihr vor dem Check-in dann noch beachten, damit das dann auch schnell vonstatten geht? Wichtig ist, dass der Helmsticker auf der Vorderseite des Helms schon oben klebt, der Radsticker schon auf der Sattelstütze ist und ihr den Helm idealerweise auch schon aufhabt und die Startnummer vielleicht auch noch umgebunden habt, dann sind die Wettkampfrichter super happy, wenn ihr so zum Check-in geht. Zusätzlich auf der Mitteldistanz müsst ihr jeweils die Startnummer auf diese Beutel des Runs, Bike and Streetwear Bags geben. Bitte aber keine Pumpen in diese Beutel geben, das halten die nicht aus. Und auch die Wertsachen bitte eventuell nicht dort drinnen verstauen. Dafür können wir keine Gewähr übernehmen. Was ist im Bikebag? Natürlich alles, was ihr zum Radeln braucht. Vergesst da nicht auf die Startnummer, Helm und Bekleidung, alles, was ihr da braucht, ist in diesem Bag. Wenn ihr Schuhe fix befestigt habt, dürft ihr diese natürlich auch am Rad lassen und alle Trinkflaschen und Garmins und Co., die am Rad sind, alles was fix befestigt ist, darf am Rad sein. Alles was lose ist, das muss in dem Beutel, es bleibt nichts am Boden. Und nach dem Schwimmen kommen genau in diesen Bag dann auch die Schwimmsachen hinein. Der Run-Bag, alles was ihr zum Laufen braucht, ja, Schuhe, Kappe, Verpflegung, ihr wisst selbst, was ihr zum Laufen braucht. Und diese werden dann sozusagen aus diesem Bag rausgenommen und da kommen danach eure Laufsachen, eure Radsachen wieder rein. Wenn ihr das Check-in sucht, ist das Ganze auf Höhe Hotel Erla, wo dieser Parkplatz Ost beginnt. Und die wichtigsten Dinge hier habe ich schon genannt, da habe ich ein bisschen vorweggegriffen. Wichtig ist, dass die Startnummer beim Schwimmen dabei nicht getragen werden darf. Die muss natürlich in der Wechselzone bleiben. Und der Wechselständer schaut heuer so aus, dass ihr nur einen Wechselständer braucht. Das heißt, wir haben keinen Bike-and-Run-Wechselständer, sondern ihr habt euren Run-Bag oben hängen und ihr habt euren Bike-Bag unten hängen. Was hat das für einen Sinn? Der Bike-Bag hängt deswegen unten, weil der schwere, nasse Neo dann hineinkommt und der Boden näher hängen soll. Nicht nur wegen der Stabilität des Ständers, sondern auch, dass euer Beutel, falls der Neo raushängt, nicht die unteren alle nass macht. Bitte markiert diese nicht, das wird alles wieder heruntergenommen. Keine Luftballone, Bänder und schon gar keine Sprays, die das Ganze verdrecken können. Zum Thema Material am Boden habe ich euch schon alles erzählt. Das muss alles fix am Rad sein, was die Mitteldistanz betrifft. Wenn wir jetzt zur olympischen Distanz und zur Sprintdistanz kommen, ihr dürft und sollt und müsst das gesamte Material am Rad lassen. Ihr könnt alles am Boden lassen, aber bitte verwendet keine zu großen Kisten und Bags, die ihr da in der Wechselzone abstellt. Ihr habt natürlich
gut Platz, also auf eurer Seite jeweils 2 Meter, insgesamt pro Rad 1 Meter im Scherensystem, einmal rechts, einmal links, aber da bitte nicht zu große Kisten irgendwo hinstellen, ihr seht das Foto, so ähnlich wird das dann ausschauen. Wenn ihr dann den Check-in erledigt habt, dann könnt ihr euch natürlich auch noch für dieses Rennen aufwärmen oder ja, was auch immer ihr noch zu erledigen habt. Das ganz Wichtige ist, wenn ihr einschwimmen geht, es gibt keine fixe Warm-up-Area, ihr könnt den gesamten Seebereich zum Einschwimmen nutzen, aber hier, wo diese Warm-up-Area positioniert ist, müsst ihr auf dieser von uns aus gesehen jetzt rechten Seite des Stegs wieder hinausgehen und dort dann über die Registrierungsmatte in den markierten Startbereich. Ohne das Übertreten dieser Registrierungsmatte wird keine Zeit genommen. Das heißt, wenn ihr in den Startbereich schwimmt, habt ihr definitiv ein Problem, ihr seid nicht registriert und seid somit eigentlich auch nicht im Rennen. Solltet ihr während dem Schwimmrennen aufgeben müssen, bitte meldet das einem Offiziellen. Die Wasserrettung haben wir mit 2 Booten im Wasser. Wir haben Stand-Up-Paddler im Wasser, am Seerand haben wir Wettkampfrichter und Teamleader. Bitte meldet, dass ihr das Rennen nicht fortsetzen möchtet. Das gilt auch für alle anderen Disziplinen. Solltet ihr das nicht machen und nicht über die Finish-Matte kommen, dann wird eine Suchaktion eingeleitet und das ist sicher nicht die günstigste Lösung, ein Rennen zu beenden. Hier seht ihr auch eingezeichnet die sogenannten Streetwear-Bags, also quasi zwischen den Toiletten und dem Warm-up- und Startbereich findet ihr die Abgabe der Streetwear-Bags, also quasi auf dem Weg von der Wechselzone zum Schwimmstart. Wie schwimmen wir? Wir schwimmen jeweils eine Runde. Der See hat Gott sei Dank, sage ich mal, fast 1 Kilometer. 950 Meter ist der See lang. Und wenn ihr gestartet seid, schwimmt ihr mal alle so lang wie es geht, einfach einmal geradeaus, gegenüberliegend an den See. Wir werden Markierungsbojen zwischendrin setzen und dann Endbojen. Ganz wichtig ist, die Endbojen sind in Magenta gehalten. Diese sind jederzeit zu umschwimmen. Die ersten beiden Magenta-Bojen jeweils mit der linken Schulter zu umschwimmen. Das heißt, ihr schwingt sozusagen auf der rechten Seite vorbei. Und die letzte dann von der anderen Seite, also quasi mit der rechten Schulter zu umschwimmen, damit ihr da die letzten 100 Meter ans Ufer kommen könnt. Das heißt, 2-mal links rum, 1-mal rechts rum. Das gilt für alle Distanzen, jedoch mit verschiedenen Anschwimmzeiten. Die Mitteldistanz, die am Sonntag startet um 7 Uhr. Es wird einen Massenstart geben und das Ganze mit Pros und Age-Gruppen gemeinsam. Die Pros leicht vorgesetzt und direkt mit dem gleichen Startschuss starten auch alle anderen. Die Sprintdistanz startet am Samstag um 8 Uhr und die olympische Distanz um 9:15 Uhr. Und auch hier gilt es, einen Massenstart zu schwimmen, aber es wird sich in diesem großen See sehr gut auseinanderziehen, hoffen wir. Was müsst ihr beim Schwimmen beachten? Dass die Badehaube getragen werden muss, habe ich ebenso schon gesagt, wie dass die Startnummer nicht getragen werden darf. Die Wassertemperatur wird 1 Stunde vor dem Start durch eine Durchsage bekannt gegeben, nachdem sie gemessen wurde von den vom Wettkampfrichtern des österreichischen Triathlonverbands. Ich schicke aber schon mal vorweg, weil da natürlich immer wieder Fragen dazu kommen, dass der See wahrscheinlich, aber ohne Gewähr, einen Neoprenanzug zulassen wird. Wir haben heute bei der Aufnahme Dienstag bei diesem Race Briefing und Dienstag hatte der See vormittags 18 Grad. Das heißt, wir sind auch dadurch, dass es jetzt sehr warm ansagt, von der Neopren-Verpflichtung relativ weit weg. Das heißt, ihr dürft sogar auch ohne Neopren schwimmen, aber der Neopren wird höchstwahrscheinlich erlaubt sein. Folgt dazu unseren Social-Media-Kanälen für offizielle Infos. Bezüglich Newsletter wird natürlich keine offizielle Neopren-Info kommen, aber wir werden euch zumindest mit der Temperatur updaten, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und für alle Distanzen gilt die Regelung des österreichischen Triathlonverbands, was die Wassertemperaturen betrifft. Es sind keine Schwimmhilfen erlaubt, also Flossen, Bojen, Schnorchel und Co. dürft ihr nicht beenden. Aufgrund der neuen Anforderungen der Radstrecke mit deren Totalsperre haben wir auch Cut-Off-Zeiten. Die Cut-Off-Zeiten
Bei der Mitteldistanz sind mit 1 Stunde 10 angegeben. Olympische Distanz 1 Stunde und Sprintdistanz habt ihr quasi Zeit, bis die olympische Distanz startet sozusagen. Also wenn ihr dort auch 1 Stunde braucht, dürft ihr diese auch zum Schwimmen verwenden. Nach dem Schwimmen kommt ihr in die Wechselzone. Zum Reglement der Wechselzone kommen wir dann gleich. Vielleicht hier ein kurzer Überblick über die Aufbauten in der Wechselzone. Es sind ein paar Ständer mehr, als hier eingezeichnet sind. Das heißt, wir werden hier nicht nur 4 Ständereien, sondern 6 Ständereien haben. Aber von der Aufteilung wird es so sein, dass die Straßennäheren die Sprintdistanz betrifft und die Straßenferneren die olympische Distanz am Samstag, und am Sonntag wird die Mitteldistanz auch straßennäher sein. Die zweite und die erste Wechselzone ist gleich, und es werdet ihr sehen, dass ihr alle den gleichen Laufweg zurücklegen müsst. Wenn ihr in die Wechselzone hineinläuft, dürft ihr euren Neopren natürlich aufmachen und ihr dürft ihn bis zur Hüfte ausziehen, aber ihr dürft ihn nicht komplett ausziehen, bis ihr am Wechselplatz angelangt seid. Es darf kein Material weggeworfen oder an eure Betreuer und Freunde weitergegeben werden. Ihr müsst alles bei euch behalten, aber wo war ich stehen geblieben? Entschuldigung, die Sprint- und die olympische Distanz unterscheidet sich von der Mitteldistanz, dass ihr da direkt am Rad wechselt. Das heißt, beim Wechsel läuft ihr quasi direkt zum Rad hin, legt dort euren Neoprenanzug, wenn ihr einen anhabt, ab und lasst den dort liegen, wenn ihr in die Radsachen wechselt. Bei der Mitteldistanz erfolgt der Wechsel direkt an dem Wechselständer, wo eure Wechselbeutel liegen. Das heißt, ihr nehmt den Beutel vom Ständer, zieht eure Schwimmsachen aus, tut sie hinein und zieht eure Radsachen an, hängt den Beutel am gleichen Haken wieder hin. Das Schwimmmaterial geht also in den gleichen Bikebag, es darf nichts auf dem Boden bleiben. Und wenn ihr dann zu eurem Rad läuft, ist es ganz wichtig, dass der Helm im Helmriemen geschlossen ist, bevor ihr das Rad berührt. Solltet ihr etwas wegzuwerfen haben, ist das nur am eigenen Wechselplatz erlaubt, das heißt direkt neben dem Rad, und bitte nehmt es danach wieder mit, damit wir den See auch sauber hinterlassen können. Die Staffelübergabe erfolgt direkt nach dem Eingang in die Wechselzone. Wichtig ist, das Rad hängt aber auf der nummerierten Ständernummer. Nur der Schwimmer braucht nur bis zum Radfahrerlauf und der Radfahrer macht die restliche Wechselzone sozusagen fertig. Der Schwimmer kann die Wechselzone wieder über diesen Eingang dann verlassen. In der zweiten Wechselzone, die nehmen wir gleich mit, das heißt, das Radfahren mache ich danach, müsst ihr beim Hereinkommen wieder sozusagen den Radhelm geschlossen lassen, bis euer Rad abgestellt ist. Das Rad, das hängt ihr wieder auf diesen gleichen Ständer, wo ihr es auch her habt. Das heißt, Sie haben keine freie Platzwahl, sondern wirklich wieder direkt auf den gleichen Ständer. Bei der Sprint- und Olympischen Distanz ist das sowieso klar, weil dort liegt ja auch euer Laufzeug. Bei der Staffel ist es wieder so, dass euer Läufer sozusagen dann dort wartet. Und bei der Mitteldistanz erfolgt der Wechsel wieder direkt am Wechselständer. Das heißt, wenn ihr euer Rad eingehängt habt, läuft ihr zu eurem Beutel. Wir haben auch hier einen Sichtschutz direkt daneben. Das heißt, falls mehr Umkleidemaßnahmen erforderlich sind, könnt ihr euch dort sozusagen umziehen. Auch jetzt muss das Bike-Material sozusagen wieder in diesen Beutel zurück. Das heißt, ihr nehmt das Laufzeug raus und gebt das Bikezeug rein. Nichts bleibt hier wieder am Boden liegen. Die Staffelübergabe ist so, dass das Rad wieder auf die nummerierten Wechselsteine eingehängt werden muss. Der Radfahrer läuft bis zu diesem hin und dort wartet der Läufer. Ich sehe nur gerade, da hat sich dieser Läufer wartet dort in die falsche Zeile da oben verschoben. Also das heißt, was dort in Zeile 3 steht, würde hier ganz zum Schluss gehören, aber ich habe es euch erzählt. Bevor ihr in diese zweite Wechselzone aber reinkommt, müsst ihr eure Radstrecken bewältigen und diese schauen hier wie folgt aus. Die Mitteldistanz, die sehen wir dann noch ein bisschen detaillierter und auf die Strecke der Mitteldistanz gehe ich dann in der nächsten Folie der Labestationen noch einmal ein. Diese hat 87 Kilometer und 1050 Höhenmeter in 2 Runden. Eine sehr selektive Radstrecke, die man, wenn man sie mit dem Auto fährt, sicher auch unterschätzen kann. Die ist gar nicht so leicht zu fahren. Bei der olympischen Distanz und der Sprintdistanz sehe ich, dass hier der Text etwas vertauscht ist. Das ist den aufmerksamen Lesern unter euch sicher aufgefallen. Soll uns jetzt aber nicht weiter beeindrucken. 39 Kilometer hat die olympische Distanz mit 415 Höhenmetern und die Sprintdistanz hat 19,5 Kilometer
mit 210 Höhenmetern. Ihr startet jeweils diese olympischen Sprintdistanz aus dem See hinaus, die Seestraße, und biegt dann rechts ab. Kurz nachdem ihr rechts abgebogen habt, einen kleinen Anstieg hoch und zum Wendepunkt, den Wendepunkt dreht ihr um und es geht hinunter, um danach noch eine kleine Extraschleife in den Ort Stubenberg hinaufzuziehen, also wieder nach wenigen Kilometern oder eigentlich nur ein halber Kilometer geht es wieder rechts rauf, einen etwas steileren Anstieg hoch, wieder herunter und dann geht es direkt hinein in die Stubenbergklamm bis zum dritten Wendepunkt und am dritten Wendepunkt wendet ihr und fahrt wieder zurück beim Sprint zurück an den See, in die Seestraße hinein und bei der olympischen Distanz habt ihr das Ganze zweimal zu bewältigen. Ihr müsst dazu nicht in die Seestraße hineinfahren, sondern die zweite Runde, die geht direkt an der Seestraße vorbei und ihr fahrt direkt weiter auf dieser Runde. Wichtig ist, wenn ihr dann vom Rad absteigt, das war in der Wechselzone 2 nicht zu sehen, gibt es wieder eine Abstiegslinie, die quasi auch der Aufstiegslinie entspricht. Vor der und nach der ist die Wechselzone, da dürft ihr nicht mehr am Rad sein und diese Aufstiegslinie ist ganz klar markiert und ihr werdet auch von einem Wettkampfrichter darauf hingewiesen. Also unbedingt, wenn ihr absteigt, vor dieser Abstiegslinie abzusteigen. Wenn wir auf die Strecke der Mitteldistanz schauen, schaut das Ganze relativ ähnlich aus, was das Rausfahren betrifft. Auch hier aus der Seestraße raus, rechter Hand bewältigt ihr auch hier eine Pendelstrecke. Ihr fahrt über Ober- und Untertiefenbach raus auf die B54 über Hirnsdorf und das gleiche wieder Retour, bevor ihr dann in die Stubenbergklamm hineinfahrt und wieder Retour. Auch hier, wenn ihr die erste Runde bewältigt habt, gibt es keinen extra Loop in der Seestraße, sondern ihr fahrt direkt vorbei, direkt durch und geht auf die zweite Runde. Das wird auch so markiert sein und bewältigt auch diese. Ihr habt auf der Strecke 2 Labestationen. Die erste Labestation findet ihr nach 35 Kilometer am nördlichsten Wendepunkt und dort habt ihr eine Labestation direkt nach dem Wendepunkt bei geringer Geschwindigkeit. Ihr dürft vor diesem Wendepunkt auch littern, also littern heißt Müll wegwerfen in einer bestimmten Zone und natürlich auch kurz danach. Und die zweite Labestation findet ihr dann nach Kilometer oder bei Kilometer 60 am Ende des Anstiegs von Kaibing hoch. Diese Labestation werdet ihr wahrscheinlich in der ersten Runde schon sehen, wo sie aufgebaut wird. Jedoch empfanden wir es jetzt nicht als notwendig, bei Kilometer 16 schon eine Labestation anzudenken, darum bei Kilometer 35 und 60. Ganz wichtig ist, dass nur bei der Kilometer 35 Labe eine Toilette vorhanden ist. Diese könnt ihr natürlich, wenn ihr bei Kilometer 80 dann nochmal vorbeikommt, auch anfahren. Aber grundsätzlich Labestation 35 und 60. Wichtig ist, dass auch keine Eigenverpflegung erlaubt ist. Das heißt, ihr dürft nur von unseren Helfern unsere Produkte angereicht bekommen. Wir wollen aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen hier keine Eigenverpflegung zulassen. Was gibt es bei diesen Labestationen? Wir haben Wasser, gefolgt von Carbogel, das heißt von der Marke Omnipower das Gel, so wie es auf der Homepage auch zu sehen ist. Dann gibt es Carbotonic im originalen Mischverhältnis, wie es auch auf der Homepage zu lesen ist, mit den 2 Messlöffeln pro Flasche und am Schluss noch einmal Wasser. Und ihr bekommt natürlich alles in schönen Radflaschen und keinen Plastikflaschen, wie es bei anderen Rennen auch gehandhabt wird. Die Regeln am Rad haben wir ja in ihrer wichtigsten Form schon genannt. Was noch nicht erwähnt wurde, ist, dass natürlich auch Windschattenverbot auf allen Distanzen gilt. Das heißt, der Mindestabstand ist hier bei 12 Metern laut Reglement des österreichischen Triathlonverbands. Das kurz schon erwähnte Absteigen und Aufsteigen auf einer markierten Linie, das heißt quasi nach dieser Linie beginnt die Radstrecke, da dürft ihr erst aufsteigen und beim Absteigen muss irgendein Körperteil, idealerweise der Fuß und nicht die Nase, vor dieser Abstiegslinie schon wieder den Boden berühren und die Startnummer müsst ihr beim Radfahren nach hinten tragen und die müssen sichtbar sein. Was die Triathlon-Räder betrifft, das heißt, die dürfen natürlich Aufleger haben, wenn Windschattenverbot gilt die Sportordnung des ÖTAV. Bitte schaut euch die an, falls ihr irgendwelche 3D selbstgedruckten Aufbauten habt. Da hat sich auch immer wieder was beim Reglement geändert und auch
Was die Laufräder und Co. betrifft, gilt hier die Sportordnung des österreichischen Triathlonverbands. Es sind, wie gesagt, alle Straßen gesperrt, jedoch die StVO beachten und mit Gegenverkehr ist immer zu rechnen. Und weil es so wichtig ist, Einsatzfahrzeuge haben immer und überall Vorrang. Ihr habt nie Vorrang gegenüber einem Einsatzfahrzeug. Bitte haltet euch äußerst rechts, das heißt, wir haben ganz normales Rechtsfahrgebot, wie es auch im Straßenverkehr üblich ist. Alles andere, was dem widersprechen würde, würde als Blocking sozusagen tituliert. Wenn ihr zu weit links fahrt, dass euch die Teilnehmer überholen können, würdet ihr die anderen Teilnehmer blockieren und am Überholen hindern. Und auch zu langes Überholen, das heißt, Überholdauer ist laut Reglement mit 25 Sekunden abzuschließen, ansonsten habt ihr den Überholvorgang nicht geschafft. Das Überfahren der Mittellinie habe ich schon erwähnt, das ist ausnahmslos verboten und würde immer in einer Disqualifikation enden. Darum bitte ich euch diesbezüglich das Fahrverhalten auch anzupassen. Das betrifft auch Fahrfehler, ich habe es schon erwähnt, und dieses Überholen in zweiter Reihe habe ich ebenso schon erwähnt, aber weil es ebenso sehr, sehr wichtig ist und zu einer Disqualifikation führen würde, überholt nicht, wenn bereits ein Überholvorgang schon vorhanden ist, sondern ihr seid sozusagen dann als nächstes dran. Auch ein sogenanntes Littering, also Müll wegwerfen, würde zu einer schnellen Disqualifikation führen. Das heißt, bitte, wir halten die Gegend sauber, wir hinterlassen keinen Müll, sondern wir nehmen den Müll wieder mit. Und auch das Absteigen vor dieser Auf- und Abstiegslinie habe ich schon ganz kurz erwähnt. Was passiert, wenn ihr dann doch gegen solche Vorschriften verstoßen würdet? In der Wechselzone würde sich dazu ein Penalty-Box befinden. Das heißt, wenn ihr das Radeln fertig bewältigt habt, habt ihr eine Penalty-Box, wo ihr die Strafe absitzen müsst. Das Ganze ist seit heuer laut Reglement nicht mehr auf einer Tafel angeschrieben, sondern ihr müsst diese selbstständig von alleine heraus absitzen und es liegt in eurer Verantwortung, diese abzusitzen und auch die Regeln dazu zu kennen. Es gibt eine blaue Karte, es gibt eine gelbe Karte, es gibt eine rote Karte. Auch hier ist neu, dass die Zeitstrafe mit einer blauen Karte und einer 2 Minuten Strafe für Windschattenfahren ist. Die gelbe Karte eine einminütige Zeitstrafe oder auch eine Stop-and-Go-Strafe wäre zum Beispiel eher tendenziell dann im Laufbereich oder eben auch beim Auf- und Absteigen in der Dismount-Line, wenn ihr diese sozusagen übertretet. Und dann gibt es die rote Karte und da noch einmal das Überfahren der Mittellinie. Das Abkürzen natürlich auch einer Strecke, Littering genannt, und auch Annahme von Hilfe von außen, also quasi Eigenverpflegung von außen, würde einen Disqualifikationsgrund darstellen. Auch hier müssen wir leider erwähnen, dass wir bei den kürzeren Distanzen Cut-Offs aufgrund der Straßensperre einführen müssen. Und zwar müssen wir die Straßen sowohl am Samstag als auch am Sonntag wieder für den öffentlichen Straßenverkehr freigeben. Das heißt, wir haben Cut-Off-Zeiten, die für die Sprintdistanzen mehr oder weniger relevant sind. Also ihr müsst 4 Stunden nach dem Start wieder in der Wechselzone zurück sein. Spannender wird das Ganze schon auf der olympischen Distanz. Hier müsst ihr auch um 12 Uhr zurück sein. Das ist 2 Stunden 45 nach dem Start. Für diejenigen, wo das sehr im Vergleich zum Vorjahr sehr schwer erscheint, weise ich euch nochmal darauf hin, die Strecke ist um einiges einfacher als im Vorjahr auf der olympischen Distanz, hat weniger Höhenmeter, ist etwas kürzer, und wenn ihr da Angst habt, bitte testet sie einfach vorher mal aus. Landschaftlich wunderschön. Und die Cut-Off der Mitteldistanz, die haben wir auch um 12 Uhr und das ist am Sonntag dann nach 5 Stunden vom Start entfernt. Wichtig ist, dass wir auch Zwischen-Cut-Offs haben. Die Bundesstraße B54 müssen wir um 11 Uhr wieder frei haben, damit der Cut-Off um 10.50 Uhr. Das ist bei Kilometer 62 quasi nach 3 Stunden 50 muss das sozusagen hinter euch sein. Und auch bei Kilometer 68 müssen wir noch einen Cut-Off reingeben, um den Straßenverkehr nicht an seiner freien Fahrt zu hindern. Euch würde im Falle eines Cut-Offs die Startnummer abgenommen werden, die bekommt ihr dann natürlich wieder. Ihr dürft dann in einer privaten Radausfahrt natürlich sehr gerne wieder zurück zum Eventgelände und auch ins unsere After-Finish-Area. Nur leider können wir euch das Rennen nicht beenden lassen. Ihr würdet dort von unseren Security-Mitarbeitern
angehalten werden, was uns natürlich sehr leid täte, aber ich glaube, ihr seid gut vorbereitet und ihr schafft das. Wenn ihr dann durch die zweite Wechselzone, die ich schon erwähnt habe, durch seid, dann geht es auf die Laufstrecke. Die sind altbekannt. Da wollen wir nicht ganz zu genau drauf eingehen. Ihr könnt euch de facto nicht verlaufen. Wir laufen bei der Mitteldistanz 4 Runden, bei der olympischen Distanz 2 Runden und bei der Sprintdistanz eine einzige Runde. Die Wendepunkte der einzelnen Distanzen unterscheiden sich ganz, ganz leicht, sind aber jeweils auf der anderen Seite des Sees. Könnt ihr gerne schon mal die Laufrunde anschauen. Da wendet ihr sozusagen vor einer Straßenkreuzung am Seegelände entlang. Werdet ihr von unseren tobenden Zuschauern natürlich frenetisch angefeuert und ihr findet dort auch einige Labestationen, die ich euch auf der nächsten Seite zeigen werde. Nämlich bei der Mitteldistanz wären das Ganze 3-mal pro Runde, einmal beim Seehof Beach Club, dann oben bei der Kulmbrücke beim Rauslaufen, beim Zurück hineinlaufen, auf der anderen Seite wieder, also immer auf der linken Seite, alle 2 Kilometer spätestens habt ihr eine Labestation. Bei der olympischen Distanz gibt es nur die oberen beiden Labestationen sozusagen, weil das mit 4 Labestationen auf 10 Kilometern, denke ich, ganz gut ausreichen sollte. Bei der Sprintdistanz haben wir ebenso nur die 2 oberen, was jeweils auch 2 Labestationen auf der gesamten Distanz bedeutet. Die da rechts unten beim Seehof Beach Club, die gibt es am Samstag nicht. Was hat man bei unserer Labestation auszugeben? Es beginnt mit Wasser, auch hier dann Carbotonic, Omni Power Carbotonic in der originalen Mischformel, wie es auf unserer Homepage angegeben ist, bevor es das Omni Power Carbogel gibt. Und dann natürlich auch unser Lieblingsgetränk, uns aller Triathleten, das Cola, das nochmal die letzte Energie herauskitzeln soll, bevor es wieder mit Wasser abschließt. Auch beim Laufen gibt es mehr oder weniger einfache Regeln, die ihr beachten müsst. Die Startnummer müsste hier bitte immer sichtbar vorne getragen werden. Auch hier gilt kein Littering, kein Blocking, keine Hilfe von außen. Ihr sollt auch nicht gecoacht werden, das heißt, eure Trainer bitte nicht meterlang mit euch mitlaufen und schon gar nicht mit dem Rad mitfahren. Elektronische Geräte sind nicht erlaubt. Was heißt das? Elektronische Geräte wie Mobiltelefone, iPods, Earbuds, was auch immer an elektronischen Geräten nicht euer Rennen trackt. Also ihr dürft natürlich eure Uhren tragen, ihr dürft eure Radcomputer am Rad haben, ihr dürft eure Wattmesser verwenden, aber wir wollen keine Mobiltelefone und auch nichts in den Ohren haben. Das ist genau so aus dem Reglement des österreichischen und internationalen Triathlonverbands entnommen in dieser Titulierung. Und bitte auch kein unsportliches Verhalten, was zu einer Disqualifikation führen könnte. Der Reißverschluss muss nach unten immer verbunden sein. Das heißt, der Reißverschluss darf kein Trikot wie ein ganz offenes Radtrikot flattern, wenn ihr darunter nichts anhabt. Und 100 Meter vor dem Ziel gibt es auch die neue Regelung, dass der Reißverschluss wieder bis nach oben hin geschlossen werden sollte. Es gibt auf der Laufstrecke kein Penalty-Zelt mehr, das heißt, die Strafen werden an Ort und Stelle verpüst. Die Karten, die gelten wie zuvor genannt. Hier haben wir auch Cut-Off-Zeiten für euch, die Sprintdistanz. Ja, sagen wir mal, die ganz gute Zeit. Auch hier müssen wir um 14 Uhr das Feld wieder für die Öffentlichkeit räumen. Das gilt für die olympische Distanz nach 4 Stunden 45. Und am Sonntag bei der Mitteldistanz ist das Ganze um 14.30 Uhr der Fall. Wenn ihr das Laufen dann bewältigt habt, dürft ihr diese Finishline hier genießen. Nach dem Einlaufen in das Ziel erwartet euch alle der Athletes Garden. Dieser ist ausschließlich für Teilnehmer gedacht. Bitte die Zuschauer und Betreuer, Trainer draußen kurz auf eure Teilnehmerinnen, die ein tolles Rennen absolviert haben, warten. Ihr werdet dort auch massiert. Es ist dort mehr medizinisches Personal. Und wenn ihr was braucht, das Athletenband und die Startnummer bitte dort noch nicht abgeben. Das müsst ihr zum Checkout mitnehmen, genauso wie den Timing-Chip. Und der Timing-Chip, wenn wir jetzt beim Checkout sind, der sollte dann dort abgegeben werden, beziehungsweise wird euch dann abgenommen. Ohne Chip gibt es das Rad auch eigentlich nicht wieder. Also schaut, dass den Chip da bis dorthin nicht verliert. Wenn ihr dann euer Rennen
erfolgreich bewältigt habt, gibt es dann die Siegerehrung um 14.30 Uhr am Samstag und am Sonntag um 15 Uhr. Eine wichtige Anmerkung hier am Schluss noch: Sollte das Rennen aus irgendwelchen unvorhergesehenen Gründen abgebrochen werden am Rad, würden die Security-Mitarbeiter direkt auf der Straße mit einem deutlich merkbaren Signal beide Hände in die Höhe stehen und dann heißt es, dort anzuhalten und weitere Anweisungen abzuwarten. Dadurch, dass wir das aber nicht erhoffen, dass wir da einen Großeinsatz der verschiedenen Einsatzkräfte haben, sondern ein tolles Rennen auf genau dieser Finishline beenden können, wünschen wir euch in diesem Sinne ein schönes solches Rennen und wir schauen da zum Abschluss noch einmal an den See. Ja, und genau diese Finishline, die seht ihr da hinten nochmal live. Und wenn ihr es dann geschafft habt, so ein gutes Rennen bewältigt habt, dann werden wir euch im Ziel willkommen heißen. Ja, wir, die ganze Omnibiotik-Familie, wünschen euch ein sehr, sehr erfolgreiches und vor allem unfallfreies Rennen und wir freuen uns, euch schon am Samstag und Sonntag hier am Stumbergsee begrüßen zu dürfen.